79-jähriger Pensionierter Army-Feldwebel betreten einem ruhigen Sonntagnachmittag ein Waffenmess in einer Kleinstadt und entdeckt etwas, das halb versteckt unter dem Tisch eines Händlers liegt. Ein abgenutztes M1A1-Fallschirmjägerkarabiner mit gebrochenem Drahtschaft, ein von Rost zerfressenes Gehäuse und ein Lauf, das so verrostet ist, dass die Suche wie Sandpapier aussehen. Drei junge Buchsenmacher, die in der Nähe stehen, haben es bereits untersucht. Sie haben schon gelackt. Sie haben dem Händler schon gesagt, dass es nur noch für Ersatzteil tot und sonst nichts. $200 für die Rosthofen. Hörte einer von ihnen, als der alte Mann vorbeiging. Die hattest du mehr davon, wenn du es einschmelzen und als Angelgewichte verkaufen würdest. Der alte Mann dreht den Kopf nicht. Blieb stehen. Schaut nach unten und wird ganz still. Nicht sich langsam und schmerzhaft hin, so wie Männer nähen, deren nie sich in jeden kalten Winter erinnern, den sie überlebt haben, und hob den Karabiner vom Tisch. Dreht ihn in seinen Händen, so wie ein Mann etwas holt, das seit 50 Jahren nicht mehr gesehen hat. Vor mit dem Dormen über die Unterseite des Gehäuses, fand ein klein Profmark, die unter der Holzlinie eingestellt war, und sein Augen füllten sich mit Tränen, die nicht fallen ließ. Bezahlt den Händler in bar. Handelte nicht. Sagte nicht einmal zusammen, als einer der jungen Buchsenmacher hinter ihm kichert und murmelt. Habe gerade $200 für Schrott verschwendet. Wenn glaubt, dass ein Gür, das über der Normandie abgesprungen ist, es immer noch verdient, ein Gür genannt zu werden, und nicht Ersatzteil, nicht Schrott, dann schreibt jetzt sofort das Wort in die Kommentar, bevor dies Geschichte weitergeht. Denn was diese alte Soul that in den nächsten 7 Tagen tat, wird euch daran erinnern, warum wir die Dinge, die für uns gekämpft haben, nicht wegwerfen. Der Name des alten Veteranen war Walter Hayes. Hat 26 Jahre in der US Army gedient und war 1991 als Hauptfeldwebel in den Rufstand gegangen. Die meisten seiner Nachbarn in der kleinen pennsylvanischen Stadt, in der lebte, kannten ihn als den stillen alten Mann, der jeden Morgen 6 Uhr mit seinem Beagle ging und jedem, der an ihm vorbeiging, sein Mütze zog. Sie wussten, dass seine Frau vor Jahren gestorben war. Sie wussten, dass ein kleine amerikanische Flag in seinem vorderen Fenster hat, die jedes Jahr am Memorial Day austauscht. Was sie nicht wussten, was fast niemand in dieser Stadt wusste, war, dass Walter Hayes im Schatten eines Mannes namens Thomas Hayes aufgewachsen war, seines Onkels, eines Fallschirmjägers des 505. Fallschirmjägerregiments, der in der Nacht des 5. Juni 1944 über der Normandie abgesprungen war und nach Haus zurückgekehrt war. Walter war 4 Jahre alt gewesen, als das Telegramm im Bauernhaus seiner Großmutter eintraf. War aufgewachsen und hat das Foto auf ihrem Kaminsims betrachtet. Ein dünner, lächelnder Jung mit einem lediernen Fallschirmjägerhelm, der einen M1A1-Karabiner mit Klappschaft vor der Brust hielt. Seine Großmutter hat ihm mehr als einmal erzählt, dass Thomas seinen Karabiner Maggie genannt hat, nach ihrer, seiner Mutter. Sie hat ihm erzählt, dass die Seriennummer mit Bleistift auf der Innenseite des Umschlags des Sprungtagebuchs seines Onkels geschrieben stand, dass sie in ein Stück Baumwolltuch gewickelt in einer Seidenholzkiste oben aufbewahrt. Sie hat ihm gesagt, als 10 Jahre alt war und auf ihrer Veranda saß und auf einem Strohhalm kaute, dass die Seesgür einst Tages irgendwie wiederfinden konnte. Walter hat ihr 69 Jahre lang nicht geglaubt. Die Waffenmess fand in einer Umgebauten wie Hochschön am Stadtrand statt, an einem Ort, wo der Fußboden noch immer schwach nach roch, obwohl das wie schon seit 1978 weg war. Walter ging jeds Frühjahr dorthin.
kauften etwas. Mögte den Jerek von Waffenol und Oltem Holz und das Geräusch von Männern, die ließ über den sprachen, die Frauen längst aufgegeben hatten zu verstehen. Der Händler mit verrosteten Karabiner war ein schwerer Mann mit sonnenverbranntem Nacken, der bei einer Auction ein Lagerbox gekauft hat und versagt, deren Inhalt los zu werden, bever sein Frau Öfer, wie viel bezahlt hat. Die drei Jungen Buchsenmacher arbeiteten in einem Custom-Waffengeschäft zwei Landkreis weiter. Sie waren Gattin was Sie Taten, und Sie wussten es. Sie hatten den ganzen Morgen damit verbracht, den Händler wegen des Karabiners zu argen, ihm zu sagen, das Gehäuse sei unter dem Rost wahrscheinlich gerissen, der Lauf sei nicht zu retten. Ein komplett Restaurierung wird sechsmal so viel kosten, wie das Gehäuse selbst nach der Fertigstellung Gemmels wird sein wird. Der Händler hat angefangen, ihnen zu glauben. Wollte den Preis gerät auf 150 Cent kennen, als Walter herüberkam. 200, sagte Walter. Schaut nicht von dem Karabiner auf. Seine Stimme war sanft, fast entschuldigend, so wie die Stimmen alter Männer wurden, wenn sie jahrzehntelang Befehl gegeben haben und beschlossen haben, sie nicht mehr erheben zu müssen. Der Händler blinzelt. Sind sie sicher, mein Freund? Dies Jungs dort sagten. Ich habe gehört, was sie gesagt haben. Der jüngste der drei Buchsenmacher, ein Mann von etwa 28 Jahren mit einem Bart wie ein Drahtbürst, lehnte sich an den nächsten Tisch und grinste. Sir, ich sage Ihnen, das Ding ist hinüber. Der Lauf ist komplett durchgefressen. Sie würden das Gehäuse zerbrechen, sobald sie es reinigen. Das ist in einer Watch ein Brief gewickt. Walter zahlte $200 in 20 Scheinen ab, legte sie auf den Tisch und hob den Karabiner in sein Armbuch. Dreht sich und so dem Jungen Buchsenmacher zum ersten Mal in die Augen. Jung, sagte ich trage Zerbrkin Dinge nach Haus, sieht du noch nicht einmal geboren warst. Das hier wird in Ordnung kommen. Verlies die Schuhen in der späten Nachmittagssonne mit einem Karabiner, der in ein Stück Siegeltuch gewickelt war, das genau für diesen Zweck mitgebracht hat. Hinter ihm lachten die drei Buchsenmacher, und einer von ihnen sagte lautgenig, dass Walter es hören musst, wenn der alte Mann es schaffte, mit diesem Ding auch nur ein Patroni abzufeuern, würde sein eigen Shirts essen. Walter Hayes hat in seinem Keller ein Workbank, die seit 11 Jahren nicht mehr benutzt worden war, seit seine Frau ihm verboten hat, am Rasenmacher zu arbeiten, weil sein Hand zu sehr zitterte. Sein Hand zitterte jetzt nicht. Legte den Karabiner auf ein gefoltertes Handtuch unter die Workbank und betrachtet ihn lange, bever ihn beruht. Legte das Gehör langsam, Teil für Teil, und nannte Jeds Teil laut beim Namen, so wie es 1965 in Fort Benning gelernt hat, als sein Ausbilder ihm sagte, ein Soldat, der sein Waffe im Dunkel nicht benennen kann ich ochem Licht nicht vertraut werden. Verschluss, Schlitten, Ruckstesplatt, Abzugsgehäuse, Abzugstange, Hahn. Ließ das Gehäuse übernatcht in einer Lösung aus destilliertem Wasser zur elektrolytischen Rostentfernung einlegen, derselben Methode, die der National Park Service bei Artefakten aus gesunkenen Schlachtschiffen anwendet. Schliff den Lauf Dreierband lang mit immer feineren Schleifmitteln, bis die Zug ausdem nichts zurückkehrten, wie ein Gesicht, das langsam ausdem Nebel auftaucht. Lotet den gebrochenen Drahtschaft mit einer Silberlegierung zusammen, für die 40 Kilometer fahren musst, sie zu kaufen. Entfernte den Holzhandschutz und behandelte ihn neu mit drei Schichten gekochtem Linol, die von Hand auftrug, Jules im Abstand von 12 Stunden. Und in der vierten Nacht, als das Gehäuse sauber genug war, es zu lesen, hielt es unter ein Lupenlicht und fand die Seriennummer. Ging nach oben.
Stieg dies weiter Trepp in den Dachboden hinauf. Of nicht die Zedenholskist, die ihm sein Großmutter 1979 hinterlassen hat und die seit dem Tag ihrer Beerdigung nicht mehr geöffnet hat. Holt das in Baumwoll gewickelte Tagebuch heraus. Schlug die Nennzeit des Umschlags auf. Wirklich die Nummer, die dort in der sorgfältigen Bleistiftschrift seines Onkels stand, emite die Nummer, die auf dem Gehors eingestand war. Sie stimmten überein. Walter Hayes saß im Dunkeln auf dem Dachboden und weinte zum ersten Mal seit dem Tod seiner Frau. 7 Tage nach der Waffenmess betrat Walter das Custom-Waffengeschäft zwei Landkreis weiter, emite dem Karabiner, in einem Weihchen Leder etwa über der Schulter. Die 3 Buchsenmarker standen hinter dem Tresen. Der Jüngste, der emite dem Drahtbürstenbart, blickte auf, und sein Grinsen begann sich zu formen, bevor erkannte, wer eingetreten war. Das Grinsen verschwand. Walter legte das etwa auf den Tresen und auf nicht den Reißverschluss. Hob den Karabiner heraus und legte ihn auf die Glasblatt. Der Drahtschaft war gerät. Das Gehors war sauber und leicht geölt. Das Holz hat die Farbe dunklen Honigs. Als der jüngste Buchsenmarker sich vorbüht, in den Lauf zu schauen, war blank. Walter betätigt den Verschluss. Der Bolzen glitt emite einem Geräusch in sein Position, das keiner von innen jemals sowohl von einem Gür gehört hat, das 60 Jahre lang dem Würfel überlassen worden war. Im Laden wurde es still. Der Altest der 3 Buchsenmarker, ein Mann in seinen Wesigen, der bei der Mess fast nichts gesagt hat, nahm den Karabiner emite bei den Händen und so Walter soen, wie ein Mann jemanden ansieht, den schwer falsch eingeschätzt hat. Sir, sagte wir haben sie unter das Gehors geschoben. Walter sagte, dort, wo das Holz auf das Metall trifft. Die ist ein Profmark. Sagen sie mir, was sie beseit. Der bartige young Buchsenmarker dreht das Gür hielt es unter die Workbank-Lübte. Niff die Organ zusammen. Die steht IPB und die Nummer 441. Schaut auf. Was bedeutet das? Walters Stimme war sehr leise. IPB steht für Irwin Pedersen Arms in Grand Rapids, Michigan. Dies Mark bedeutet, das Diocese Gurem 41. Produktionstag im Frühjahr 1944 inspisiert Word. Es gab weniger als 140 M1A1 Karabiner, die in jenem Monat aus dieser Fertigungslinie kamen. Die meisten von ihnen gingen und die 82. Luftlander Division. Sie wurden im Mai 1944 in Camp Corn in England und die Männer des 505. Fallschirmjägerregiments ausgegeben, die in der Nacht des 5. Juni über Frankreich absprangen. Im Laden war es so still, dass Walter das Brummen der Leuchtstoffrohr über dem Tresen hören konnte. Diocese higher, sagte und legte sein Hand flach auf das Gehors, wurden einen 19-jährigen Gefreiten namens Thomas Hayes ausgegeben. Trug es in einer gepolsterten Sprungtasche über der Brust. Kam unter Flakfeuer über eine Stadt namens St. Mir Eglise gegen 1 Uhr nachts herunter. Landete in einem Apfelgarten etwa ein Mail von seiner Absprungzone entfernt, allein, und hielt ein Kreuzing emite diesem Gür, und einem Butelgraniten 9 Stunden lang, bis Teil seiner Company bei Sonnenaufgang, zu ihm aufschlossen. Word 2 Tage später, am 8. Juni, durch Morsefeuer in der Nähe des Dorfs Neuville au Plain getötet. Das Gür wurde von einem Sergeant sein Zuges sichergestellt und abgegeben. Nach dem Krieg wurde es als Überschussmaterial verkauft. Es wechselt mindestens viermal den Besitzer, soweit ich es nachverfolgen konnte. Der letzte Besitzer starb 2019, und sein Kinder verkauften sein Sammlung in ein Lagerfirma,
Duren in Holt versteigert Word und von dem man gekauft Word, der es mir letzten Sonntag für $200 verkauft hat. Walter so auf. Sein Augen waren jetzt trocken. Thomas Hayes war mein Onkel. Mein Großmutter sagte mir, als ich 10 war, des ich Diocese für einst Tages wiederfinden Word. Ich glaubte nicht. Ich wird nächsten Monat 80 Jahre alt, und ich weiß immer noch nicht, wie sie es wusst. Aber sie hat recht. Niemand sprach. Der bartige young Buchsenmacher legte das Gür so vorsichtig auf den Glasstrassen, als wäre es ein Schlafenskind. Trat einen Schritt zurück. So auf sein eigenen Hand. Sein Gesicht hat ein Farbe angenommen, die nicht ganz weiß und nicht ganz grau war, und sein Kehle arbeitet, aber es kam kein Laut heraus. Der älteste Buchsenmacher zog sein Shirts aus, faltet sie einmal, und legte sie neben das Gür auf den Tresen. Ich schuld Ihnen eine Entschuldigung, Sir, sagte Das tun wir all. Walter schüttelte den Kopf. Sie schulden mir nichts. Sie wussten es nicht. Niemand wusste es. Nahm den Karabiner und schob ihn zurück in das Etui. Der jüngste Buchsenmacher fand schließlich sein Stimme. Sir, sagte würden Sie uns erlauben, ein Foto davon für die Wand zu machen. Wir haben hinten ein Wand, und die wir Bilder von Gewehren hängen, die etwas bedeutet haben. Wir würden es gern dort aufhängen, wenn Sie es erlauben. Walter dachte darüber nach. Nickte einmal. Ließ sie das Foto machen. Ließ sich von allen drei die Hand schütteln, und ließ sich vom Ältesten zu seinem Truck begleiten. Bevor die Tür schloss, sagte der älteste Buchsenmacher sehr leise, Hauptfeldwebel Hayes, danke für Ihren Dienst und für seinen. Walter beruht die Kremp seiner Mütze. Fuhr nach Haus. Der Karabiner hängt jetzt über dem Kaminsims in Walter Hayes Wohnzimmer, in einer Glasvitrine, die selbst aus Kirschholz gebaut hat, das aus der alten Schön seiner Großmutter stammt. Darunter befindet sich ein kleines Messingschild mit zwei eingravierten Namen, Thomas Hayes und Margaret Hayes, und einem Datum, dem 5. Juni 1944. Das Tagebuch liegt in der Vitrine neben dem Gür, aufgeschlagen auf der Seite, auf der die Seriennummer steht. Jed's Jahr 5. Juni nimmt Walter den Karabiner herunter, reinigt mit einem weichen Touch, betätigt den Verschlussdremel, so wie es seinem Onkel vor einem Absprung gelehrt wird, und stellt ihn zurück. Der young Buchsenmacher mit dem Drahtbürstenbart fahrt Jeds Frühjahr aus zwei Landkreisen Entfernung herüber. Und bringt seinen Sohn mit, der 6 Jahre alt ist, und der Jung steht vor der Vitrine und liest die Namen laut vor. Manche Gewehr sind Werkzeuge, manche sind Schrott, und manche sind Zeitmaschinen, die sich das Recht verdient haben, lebend nach Haus zu fliegen. Egal wie lange es gedauert hat, egal durch wie viel Hand sie gegangen sind, egal wie viel Menschen daran vorbeigingen und nichts sahen, die Männer, die sie trugen, kämpften dafür, nach Haus zu kommen. Das meint was wir tun können, wenn einer von ihnen es endlich zurückschafft, ist, die Uniform unter dem Rost zu erkennen. Wenn dies Geschichtstück berührt hat, wenn ich glaubt, dass kein Veteran und kein Gür eins Veteranen Gemmels von Leuten als Schrott abgeschrieben werden sollte, die nie dort gestanden haben, wo sie standen, abonniert diesen Kanal jetzt sofort. Wo sollen dies Geschichten, weil sie es verdienen, sollt zu werden, und weil Agendwo die draußen, auf dem Tisch eins Handlers, unter einer Plane, ein weiteres Stück Geschichte auf die ein Person im Raum wartet, die noch weiß, wie man hinschaut. Sei dies Person. Und wenn ich das nächste Mal an einem alten Mann mit ruhigen Händen vorbeigeht, denkt an Walter Hayes.
Denkt Thomas. Und denkt daran, das, was dieses Land seinen Soldaten schuldet, kein Würfelsdatum hat.